Mit dem Sieg aus dem DFB-Pokal im Rücken geht es jetzt hier rein ins Aufsteigerduell bei Hannover 96. Ich habe versucht, die Mannschaft ein bisschen umzubauen. Neue Innenverteidigung mit Leistner und mit Liam King. Die werden auch so nie wieder zusammenspielen. Dafür spielt halt Barco, weil ich immer noch leider keinen Linksverteidiger habe. Da muss ich unbedingt nochmal nachschauen nach dem Video oder nach dem Spiel. Müssen wir nochmal gemeinsam drauf gucken, ob ich zumindest diesen Brasilianer bekomme. Es hat ja am Geld gehakt, weil ich 2 Leute holen wollte. Aber wenn ich nur einen hole, vielleicht reicht das Geld dann. Und ich muss auch in Zukunft diese ganzen Sachen wieder selber in die Hand nehmen. Wenn ich da irgendwen hinschicke zum Delegieren, also eine Verpflichtung delegiere, das geht schief. Das funktioniert nicht. Im Mittelfeld haben wir einmal Hussein und dann Sforza drin und ansonsten halt auch rechts Bradley. Links muss Barco spielen, vorne Nusa, Jinma, Forbes. Ich hätte auch gerne Lasme gebracht, aber der hat da im Pokal, glaube ich, gespielt. Also ihr seht, es ist nicht die beste Truppe, die spielt. Ich will aber auch nicht sagen, dass das ist eine Trümmertruppe. Dafür haben wir auch eigentlich gute Spieler und dafür haben wir auch eine zu gute Saison bislang eigentlich gespielt für unsere Verhältnisse. Ich glaube, wir sind 9. bin ich der Meinung. Habe ich vor dem Spiel jetzt gar nicht geguckt. Ich glaube 8. oder 9. sind wir. Also wir sind völlig im Rahmen. Die Meisterschaft oben ist auch endlich mal spannend. Das machen, glaube ich, Gladbach und die Bayern dieses Jahr. Vor allem Gladbach, Die müssen sich ja dann auch Leute da hinzugenommen haben. Wir haben ja auch schon gegen sie gespielt. Nun gut, ich bin gespannt heute. Wie gesagt, Hannover ist so ein bisschen im Zugzwang. Die müssen. Ich will natürlich auch, weil je mehr Punkte frühzeitig, desto besser. Desto früher können wir den Klassenerhalt festziehen, aber gewinnen müssen wir jetzt nicht unbedingt. Also mir würde auch heute ein Remis reichen. Würden wir Hannover auf Abstand halten, aber ich will natürlich gewinnen. Ich will jedes Spiel gewinnen, auch wenn es noch so aussichtslos erscheint. Ihr kennt ja meine Einstellung, ich will jedes Spiel gewinnen. So, und jetzt mal gucken. Forbes, erste Chance. Und Jitma, ja. Das war doch nicht schlecht. Nach Balleroberung schnell nach vorne, zack, schneller Abschluss. Ja, ist okay. Schöner Schuss. Ja, aber Hannover steht momentan auch noch gut da. Ich glaube, die sind auch 12. oder so. Aber lassen uns auch erstmal... spielen die mit 5er-Kette? Die spielen mit 5er-Kette, ne? 5-2-3. Im Mittelfeld haben sie dann 2, 3 Leute, die so ein bisschen wie von der Bestie gejagt hin und her laufen. Wie von einer Tarantel gestochen hin und her. Versuchen hier die Passwege zuzustellen. So, und da außen. Ja, es ist auch wirklich super, dass der Stadionsprecher, ich würde noch leiser sprechen, dann versteht man noch besser, was er gerade gesagt hat. Weißt du denn echt, kennst ja auch, wenn du irgendeinen ausrufen lässt, am besten sprichst du so leise, dass es niemand versteht. Da macht es nämlich auch erst recht Sinn. Ja, es hat was hier vom Handball, ne? Also viel Ball hin und her geschiebe. Das Spiel findet meistens in der Hälfte von Hannover statt, aber jetzt ist Hannover mal vorne über Schaub und Liam King. Ja, da läufst du gegen eine Wand gegen. Oh, und jetzt habe ich den zum Doppelpass angefordert. Egal, dann hinterlaufen wir. Warum nicht? Ist doch bestimmt auch ganz witzig, oder? Liam King als Innenverteidiger auf der Außenbahn, natürlich. Und er läuft allein aufs Tor zu. Aber kriegt er den Ball noch in die Mitte. Schade. Ja, überleg mal, wenn da einer gestanden hätte. Der Lauf seines Lebens. Jetzt fehlt er natürlich hinten. Aber egal, der kann das noch ab. Der ist noch in der Entwicklung, der ist noch jung. Der ist frisch. Der hat frische Beine, der muss das irgendwie hinkriegen. So, und jetzt aufgepasst, es kommt Moroja. Erste Chance wahrscheinlich. Oh, der Ball darf nicht in die Mitte kommen. Aber im Kurzeck, da haben wir Jonas Urbich. Der eigentlich auch bislang eine sehr, sehr solide Saison spielt. Latte. Da hätte er jetzt aber nichts machen können. Der das wirklich bislang sehr gut macht. Da haben wir uns wirklich einen guten Keeper geholt, der halt auch noch sehr entwicklungsfähig ist. Der wird auch bestimmt über eine 80 kriegen oder vielleicht sogar an die 90 ran, je nachdem, wie du den halt trainieren lässt und so weiter. Also das ist auch ein vielversprechendes Torhüter-Talent auf jeden Fall. Würde ich immer wiederholen. Ja, die Frage, ob man nicht hier auf 4-2-3-1 umstellt. Ich weiß, wir haben mit der Eintracht in Hannover auch schon gespielt. Haben wir da auch im 4-2-3-1 gespielt? Ja, ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Aber das kannst du natürlich jetzt nicht vergleichen. Das ist klar, das sind 2 unterschiedliche Mannschaften. Oh, Pressing. Ja, aber ihr seht, wir spielen uns da raus wie so eine Spitzenmannschaft und dann haben wir auch Platz. Oh, und Jinma wäre vorne frei gewesen.
Forbes gegen Burner. Komm, Forbes ist schneller. Komm, der muss doch da vorbei, Junge. Mach alleine oder passen. Der passt. Aber der Ball passt nicht. Dahin, wo er hin sollte, zu Jinma. Schade. Aber haben wir schon wieder hier Leistner. Der auch nochmal auf seine alten Tage. Hält den Laden da hinten zusammen. Also ich glaube, wir sind ein bisschen besser. Hannover hatte auch so ein, zwei Chancen. Der Kopfball gegen die Latte. Ja, okay. Aber wir waren auch vorne eigentlich ein bisschen präsenter. Spielen das eigentlich ein bisschen, ja, entspannter, ein bisschen überlegter. Chancen waren natürlich auch da. Oh, Leistner. So Pässe habe ich immer in der Kreisklasse zugespielt bekommen. Häufiger mal. Und ich habe sie natürlich auch selber gespielt. Also nicht jetzt, um mich hier voll herauszustellen, dass ich voll gut war. Was die Pässe betrifft, ich war auch nicht immer das Gelbe vom Ei. So, aber egal, 0-0. Ist okay. Ich überlege wirklich, ob ich aus 4-2-3-1 wechsle. Auch mit der Gefahr, dass ich natürlich ein bisschen aus dem Spielrhythmus dann komme. Aber wir haben nur einen Schuss. Das war der von den Jinma oder wie? Und Hannover hatte 2. Der Pfostenkopfball und wahrscheinlich der Schuss, der dann zur Ecke geführt. Dann kann ich nämlich auch Uedraogo reinbringen. Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Wir nehmen Hussein raus. Uedraogo rein. Habe ich noch... Ja, wir können Hato links hinstellen. Der kann auch Linksverteidiger. Ja, machen wir mal. Dann spielt er die zweite Halbzeit. Boucher hätten wir auch noch, aber... Ja, und lassen wir... Ne, der ist nicht ganz so fit wie ein Jinma. Ich lasse jetzt auch nochmal einen Jinma drin. Aber ich glaube, Lasme kommt dann auch nochmal irgendwann rein. So, also 4-2-3-1. Neue Taktik für Halbzeit 2. Mal gucken, ob wir dann uns hier entscheidend absetzen. So, da ist schon mal Uedraogo gegen Köhn und gegen Neumann. Ja gut, das war ein bisschen zu überheblich. Aber auch Uedraogo ist zum Beispiel auch so ein Spieler, der wird halt auch noch gut. Also wenn er den auch gut entwickelt, wenn er den häufig spielen lässt oder halt, was weiß ich, verleiht oder der Entwicklungsplan stimmt, dann ist Uedraogo auch ein richtig, richtig guter Spieler. So, jetzt wollte ich mal zum Doppelpass ansetzen. Jetzt klappt das nicht, aber wir haben den Ball schon wieder. Ihr seht, Hannover, die kommen irgendwie nicht rein. Also ich glaube, die sind auch mit einem 0-0 zufrieden. Aber ich bin hier nicht mit einem 0-0 zufrieden. Also wir sind hier schon die bessere Mannschaft. Sofern ich das Gefühl habe, wir sind der besser, will ich auch gewinnen. Und wir haben ja die Chancen. Hier zum Beispiel über einen Jinma. Und jetzt ist es passiert. Es geht doch. Satter Schuss ins lange Eck. Und den kann Zieler diesmal nicht halten. Justin Jinma. Minute 53. Sehr gut. Und vielleicht klappt es auch mal wieder mit dem Auswärtssieg. Also wir sind ja auswärts momentan in der Saison. Bis auf den DFB-Pokal. Da sind wir da noch nicht so erfolgreich, was die Punkte betrifft. Wir holen die Punkte und die Siege dann eher zu Hause. Aber hier wäre doch auch mal wieder ein Sieg möglich. Und wir führen jetzt erstmal. Schön gespielt, direkt. Ja, auch mal ein bisschen ins Risiko gegangen. Der Ball, der geht da halt auch nicht immer durch von Uedraogo oder oder Bradley, glaube ich, war es. Ja, wir sind sofort wieder da hier. Gleich mal den Schwung mitnehmen und gleich mal das zweite Ding machen. Warum nicht? Nusa, wo ist er wieder? Ein Jinma. Ja, Nusa zum ersten. Sforza. Und Olado. Oh, der hat bestimmt auch einen guten Außendrissschuss. Hat er, ja. Schade, da hat nicht viel gefehlt. Naja, dann probieren wir es nochmal mit der Seite. Nein, der wird dann natürlich geblockt. Das gehört ja dann auch noch mit dazu. Ja, wir spielen jetzt hier echt wie eine Spitzenmannschaft. Also, die Bayern und Gladbach, die müssen sich auf was gefasst machen. Spätestens in der Rückrunde bin ich dann da. Da schade ich dann so einen Lauf wie Wolfsburg damals. 2-8, 2-9. Weißt du, nachher Hinrunde 9. Dann sind die durchmarschiert in der Rückrunde. Das ist Wahnsinn gewesen. Haben jedes Heimspiel gewonnen. Auswärts haben dann Wolfsburg auch mal angefangen zu gewinnen. Oder haben dann begonnen zu gewinnen. Und dann, ja, waren sie am Ende Meister. Genau so einen ähnlichen Run. Boah, da will ich auch nicht mal Geld draufsetzen, ne? Ist mir schon ein bisschen zu riskant. Aber hätte was, ey. So, wieder Forbes. Das müsste... Oh, ein Freistoß. Ich werd verrückt. Du kriegst die Tür nicht zu. Dass wir mal einen Freistoß kriegen, ey. Ja, man muss nur richtig spielen, ne? So, jetzt schauen wir mal. Den bringt wieder Olado. Den flanken wir rein. Da sind ganz schön viele Leute. Dann können wir ruhig mal... Na, als Lupfer will ich den nicht bringen. So ein bisschen Inriss-Effet, ja. Komm, große Leute sind drinne. Auch kleinere Leute. Oh, da liegt ja Schnee drauf. Uedraogo wäre da gewesen. Da hätte ich jetzt zum Beispiel einen Leistner in der Mitte erwartet. Warum war der da nicht?
Weil wir auch einen Jinma haben in der Mitte. Schade. Und Forbes. Also Halbzeit 2. Einmal Straßenfußball. Wir gewinnen viele Zweikämpfe. Wir machen vorne Druck mit den beiden Sechser, mit dem Zehner. Die machen da richtig gutes Mittelfeldpressing. Vor allem Olado. Das ist nach wie vor ein richtig, richtig guter Transfer. Und war halt ein freier Spieler, glaube ich. Oder haben wir den von Bukarest? Boah. Nee, ich glaube, der war umsonst. Ich glaube, da muss man nur Gehalt bezahlen. Ah, abseits von Forbes? Nee. Haben sie umsonst die Hand gehoben da bei Hannover. Aber auch hier ist halt ganz entscheidend, dass wir das zweite Ding machen. Aber ihr seht, die laufen blind nach vorne. Ich glaube, die waren noch nicht... Ja doch, die waren schon beim Strafraum. Völliger Blödsinn. Einmal, das war der Schuss von Moroja und dann der Eckball, der gegen die Latte ging. Ansonsten war die kein einziges Mal im Strafraum. Das ist Wahnsinn, wie dominant wir hier spielen. So wie in Magdeburg im letzten Spiel. Oh, könnte abseits sein? Nein, ist es nicht. Nusa gegen Köhn. Wer kommt? Ein Jinma lässt sich mal fallen. Und dann baue ich einfach hinten rum auf. Also ich meine, wenn Hannover nicht will. Ich lasse mich nicht loggen. Hier, guck mal, 143 Pässe. Das habe ich noch nie gespielt mit der Hertha hier, 143. Das geht normalerweise ganz schnell nach vorne. So, der Ball ist wahrscheinlich auch wieder weg, natürlich. Also, völlig dominant. Und wenn das hier 1-0 ausgehen sollte, dann wäre Hannover noch gut bedient. Nächstes Spiel ist dann Augsburg. Das ist auch ein Gegner, ja, da rechne ich mir auch was aus. Stand jetzt. Wer weiß, wie Augsburg dann wieder ist. Die werden dann wahrscheinlich wieder richtig schön Krampf. Aber erstmal das Spiel irgendwie noch erfolgreich zu Ende kriegen. Bradley, so und jetzt mal Nusa oder wer ist in der Mitte? Nusa! Es ist er! Nusa war's, der in der Mitte stand und er macht das 2-0 und damit die Entscheidung und längst überfällig. Also selten in der Saison so ein dominantes Spiel von uns in der Liga gesehen. Gut, Gegner ist auch Mitaufsteiger, das ist auch nochmal eine andere Geschichte. Aber wir können es. Oh Gott, wie er da hochspringt, als würde er gleich... Also mit den verschränkten Armen und dann ist er richtig so. Sah sehr cool aus. Jetzt noch ein paar Effekte dazu. Dann würden so Lichtstrahlen aus seinen Augen, glaube ich, rauskommen. Ich glaube, das wäre ganz cool. Tja. Und das spiegelt auch, glaube ich, besonders die zweite Halbzeit wieder. Also das zweite Ding, das war schon wichtig. Weil du weißt immer nie in solchen Spielen, wenn der Gegner dann einmal vors Tor kommt, irgendein Foul im Strafraum passiert. Du kannst auch nichts gegen machen. Ich sage ja, das ist dieses Ding, dass du total machtlos bist. Dann gegenüber. Aber Hannover, Achtung, die sind trotzdem immer noch nicht geschlagen. Selbst wenn die jetzt noch den Anschlusstreffer machen sollten, haben sie immer noch 5 Minuten Zeit. Oh, rote Karte. Für Köhn. Ja, du brauchst doch gar nicht vorm Schiri stehen. Alter, was ist denn jetzt los? Hallo? Was wollt ihr? Das war klare rote Karte. Frustfaul. Ja, Derek Köhn, gehst du mal in die Grübelecke. Auf die stille Treppe hast du mal 2 Wochen Zeit, dir was zu überlegen. Das ist ja Wahnsinn, ey. So, also jetzt wird es noch ein bisschen bitterer. Und für Hannover noch besser für uns. Also, es war ein rundum perfektes Spiel für uns. Nicht nur, dass wir hier gewinnen. Vielleicht auch mit... Nein! Ach, hör auf! Das hatte ich ja auch noch nie. Also wirklich, das ist das allererste Mal. Ne. Ja gut, das Spiel ist jetzt eh gleich vorbei, aber das ist jetzt zum allerersten Mal, dass wir sowas haben, oder? Also, dass ein Spieler im Spiel nicht weiterspielen kann, weil er einen Krampf hat. Also, das hatte ich weder in der Eintracht-Karriere noch bei der Hertha letzte Saison. Ja, ist Nusa dieses hohe Tempo nicht gewöhnt oder was ist jetzt los? Oh, müssen wir gleich mal drauf gucken. Egal, unterm Strich verdienter Sieg, 2-0 bei der Hertha, wollte ich jetzt gerade sagen, bei Hannover. Egal, ist auch mit H. Und somit setzen wir uns oben fest. Vielleicht überholen wir noch den ein oder anderen etablierten Club. Hannover bleibt jetzt erstmal unten in der Tabelle. Gibt es hier irgendwelche Überraschungen? Nee, großartig. Obwohl, Gladbach hat verloren. Okay, die waren ja Tabellenführer gegen Leipzig. Leverkusen gewinnt. Ansonsten nichts Wahnsinniges, Überraschendes. So, jetzt ist Augsburg 16. Okay. Stehen auch ein bisschen schlechter da. Du brauchst so einen Plan, der sich stärker auf die Energie konzentriert. Habe ich bei allen anderen auch nicht, ne? Machen wir mal ausgeglichen bei allen. Für alle Spiele übernehmen. Machen wir mal wieder ausgeglichen. Weil nur auf, oder Fokus auf Energie ist, glaube ich, nicht so gut. Ich bin unzufrieden. Ja, dann spring dich weiter an, mein Freund.
streng dich weiter an. So, jetzt apropos Linksverteidiger. Oh, aber ob das reichen wird? Ich frage mich auch, wie die da verhandelt haben. Sind die eigentlich doof? Die haben denen so viel Gehaltsbudget da geboten und hast du nicht gesehen, so abgelehnt. Ach, Carvalho und Vea, da warte ich jetzt aber noch mal ein paar Tage ab, weil irgendwann kann ich auch wieder mit denen verhandeln. Ich möchte auf jeden Fall einen davon haben, auf jeden Fall. So, auch wenn wir jetzt hier schon vorgespult sind. Trainingspläne brauchen Zeit, genau, liegen wichtige Spiele. Ich habe im Augenblick viel zu tun. Wie wollen sie uns wieder auf die Erfolgsschiene bringen? Ist das dein fucking Ernst? Ey, Junge, wir haben im Pokal gewonnen, wir haben gegen Hannover gewonnen, wir sind Fünfter. Boah, also das ist schon harter Tobak. Und das ist auch so ein bisschen unlogisch, finde ich. Einfach, nach wie vor. Das macht dieses ganze Erlebnis in der Karriere einfach ein bisschen kaputt. So, wir holen uns jetzt... Ja, wen holen wir denn uns hier, ne? So, kontaktieren. Der hat einen Marktwert von 1,7 Millionen. Okay, da kann ich verstehen, dass es da vielleicht nicht so ganz klappt. Aber wir haben ja dann noch zwei andere Verteidiger. Also das ist jetzt hier Priorität Nummer 1. Der will auch ein Rotationsspieler sein, warum auch immer. Wobei wäre er ja gut. Barco wäre ja gesetzt. So, jetzt pass auf hier, meine guten Verhandlungskünste. Und bei diesen freien Spielern ist halt das Geile, egal wie schlecht die sind, du gehst immer mit Plus raus. Also wenn du den dann verkaufst, wenn du den Vertrag anbietest, du gehst immer mit Plus raus. Falls dann ein Verein ankommt und den haben will, das ist halt ziemlich geil. Hat ja auch schon viele Videos gegeben, wo Leute dann mit so Spielern die Champions League gewonnen haben zum Beispiel. So, aber da verstehe ich jetzt nicht. Schau mal, wir haben 194.000 übrig. So, jetzt biete ich ihm ein Gehalt an. Ach, Wochenbudget. Ah, Wochenbudget 3.000. Oh, shit. Das, gut, der Bonus hier, das geht von dem Budget oben ab. Und das Gehalt ist vom Wochenbudget. Aber warum konnte ich die Regler nicht verschieben? So, was ist jetzt, wenn ich hier einfach nochmal... Ach, Quatsch, ist zu viel Geld hier. 9.000, 5.000 mache? Mit Einstiegsbonus? Nein, oh, das geht doch nicht. Junge, komm mir ein bisschen entgegen, ey, komm. Mach jetzt nicht diesen hier. Ändern. Einstiegsbonus hier. Dann mache ich da noch ein bisschen mehr. Muss ich mir halt irgendeinen anderen holen? Nee, dann nicht. Warum will der denn 57.000 Euro Einstiegsbonus? Junge, hackst du, ey? So, ich versuche das jetzt hier aufs... Warte, was hatten wir jetzt? 56.000, 56.000. Komm, da bin ich blank. Jetzt will er 6.000. Nee, komm. Dann scheiß drauf. Junge, ganz ehrlich, dann spiel weiter in Brasilien auf deinen, keine Ahnung, wo du spielst, auf deinen Bolzplätzen. Aber das ist doch Wahnsinn. Ich muss jetzt noch mal gucken, ob ich die Regler nicht doch irgendwie verschieben kann. Das ging. Vielleicht geht es jetzt nicht mehr. Ich bin sehr, sehr selten hier dem Finanzübersichtsding. Guck mal, Budget. Kann ich das nicht irgendwie anpassen? Oder, nee, das macht es automatisch, ne? Transaktion. Gehälter. Ne, das geht alles automatisch jetzt, oder? Gehalt. Unterhaltskosten. Nachwuchszentrum. Hä? Scouting-Netzwerk. Tickets 1,8 Millionen. Okay. Aber verschieben. Verschieben kann ich nicht machen. Tja. Dann geht's nicht. Da muss ich mir einen anderen holen. Wobei, da wird genau dasselbe Problem sein. Der wird genau dasselbe Problem sein. Der hat einen Marktwert von 900.000, der hat 1,1. Da müssen wir uns hier WA holen. Dann versuche ich es jetzt nochmal bei WA. Der war ja auch nicht langsam. Der hatte auch, glaube ich, 90 Antritt. Bei dem ist es genau das gleiche. Junge, ich will dich von der Straße holen. Siehst du das denn nicht? Wir machen jetzt einfach mal Perspektivspieler. Obwohl der schon 29 ist. Also, das ist nicht akzeptabel. Das ist zum Beispiel auch ein geiler Bug im Karrieremodus. Wenn du dem eine höhere Rolle gibst, dann will er immer die niedrigere Rolle. Habt ihr ja gerade gesehen. Warum auch immer. Offensichtlich hat der Spieler nicht mehr so viele Anforderungen. Oder vertraut sich nicht selber. 5 Jahre will er dann wahrscheinlich auch nicht. Nö, 3 Jahre, okay. Wahrscheinlich einmal ein bisschen Kohle hier abkassieren in Deutschland und dann nach mir die Sinnflut. So, Freigabensumme bekommt er dann natürlich auch nicht. Der ist halt einfach nur so ein Notnagel. Oh, was will... Jetzt will er auch noch... Für 10 Spiele will er noch 63.000 Junge, ey. Also ich würde auch froh als Spieler, ich würde überhaupt irgendwo was kriegen. Warte mal, jetzt entferne ich mal den Bonus. So, jetzt mache ich mal Gehalt. Aber da kann ich halt auch nicht viel mehr machen, ne? Das ist halt hier auch das höchste der Gefühle, sonst gehe ich ins Minus. Aber ihn werden wir wahrscheinlich auch nicht kriegen. Nee, das Gehalt ist ja nicht mal das Problem, dieser beschissene Bonus, ey. Das macht mir das ganze Ding momentan kaputt. Der bricht sich keinen Zacken aus der Krone, wenn er 10.000 weniger bekommt. Also wirklich. Ja, 54.000. Jetzt kommen wir schon dem Ganzen ein bisschen näher. Komm, 54.000, noch ein Tausender weniger. Der geht da einfach nicht weg. Das ist Wahnsinn. Wie kann man so
Man muss drüber nachdenken. Okay, ist kein Ja, aber auch kein Nein. Er muss drüber nachdenken. Das ist ja schon mal immerhin etwas. Ihn können wir uns dann eh nicht leisten. Ich muss einfach auf den Winter hoffen. Also, was anderes geht nicht. Ich muss irgendeinen Spieler entlassen. Keine Ahnung. Also, das... Oder über Jugendspieler müssen wir arbeiten. So, wir gucken jetzt erstmal auf die Tabelle. Wir sind Fünfter. What the fuck, ey. 17 Punkte. Wir sind auf Kurs Europa League. Also, so schlecht sind wir gar nicht gestartet. Das ist sogar richtig, richtig gut. Perfekt. Mit der Truppe hätte ich nicht gedacht. Unten ist dann Augsburg, Bremen. Gut, die haben auch immer noch nicht gewonnen. Selbst Schalke hat schon mal einen Sieg. Die stehen aber auch nicht ganz unüberraschend unten. Leipzig 10., Stuttgart 9. Also, es ist sich noch dabei, so ein bisschen zu finden, habe ich das Gefühl. Und wir sind auch nur 5 Punkte von der Tabellenspitze weg. Was soll ich euch erzählen? Also, mal gucken, wie es in den nächsten Parts weitergeht. Ob wir diesen Spieler kriegen. Ob ich nochmal einen anderen Linksverteidiger hole, der zu mir will. Oder der zu uns will. Weiß ich nicht. Also, bis zum nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.